Wir beobachten heute Rita in ihrer freien Wildbahn. Sie ist heute dort beim Stadtplatz und räumt jede Menge Kisten aus. Ich frage mich schon, was sie vorhat, und ich hoffe, sie räumt das Ganze dann auch wieder nachher ein, oder muss das wahrscheinlich wieder ich machen. Sie wird euch sicher mit einem Video updaten, was sie da so vorhat. Ich zeige euch heute mal was anderes, und zwar sind wir, tschüss Rita, bis später, schon ein paar Mal gefragt worden, weil Leute das anscheinend gesehen haben, obwohl wir die eigentlich immer ziemlich versteckt unter unseren Tischen stehen gehabt haben. Wir haben auch zwei solche Display-Schaukästen und die wollen wir euch heute mal zeigen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr damit vertraut seid, die stehen oft in so Spielwarengeschäfte, teilweise Smith Toys hat die immer eigentlich stehen, wenn es eine neue Serie gibt. Die gibt es von verschiedenen Serien. Das hier ist jetzt von Star Wars. Wir haben aber auch schon welche von City gesehen und teilweise auch von Ninjago. Und wir haben zwei von denen und die wollten wir euch heute einfach mal zeigen und euch ein bisschen die Geschichte dazu erzählen. Das hier ist ein Star Wars Schaukasten mit relativ groß erstens mal, also aus der Ära, wo bei den Sets auch hier oben Darth Maul zu sehen war. Und es steht hier jetzt sammeln. Und zwar sind hier jede Menge Minifiguren. Es spiegelt jetzt ein bisschen, also ihr seht mich auch ein wenig, aber das macht nichts. Hier unter dem Fenster ist einfach das Licht am besten. Hier habt ihr jede Menge Minifiguren drinnen, die auf so Podesten draufstehen, und auf diesen 2x6er Bricks in Weiß sind dann auch noch Aufkleber drauf. Und hier haben wir einen Naboo-Piloten, der im Set 9674 vorkommt zum Beispiel. Dann haben wir Sebulba, einen TIE-Piloten, einen X-Wing-Piloten, Lobot, einen AT-ST-Driver, einen Sith Trooper aus dem Set 9500, Darth Malgus, also damals waren auch schon extrem coole Figuren am Start. Das Star Wars hat sich schon immer durch die Figuren ausgezeichnet. Einen weiteren Sith Trooper, einen Droiden, einen ganz komischen, einen Republic Trooper und so weiter. Also hier haben wir auch die ganzen aus der Episode 1 nochmal. Jar Jar, der allzeit beliebte Gungan, Qui-Gon, Königin Amidala und so weiter. Also ich schwenke hier nochmal ein bisschen weiter, damit ihr seht, was hier alles so drinnen ist in diesem Kasten. Hier haben wir auch noch Obi-Wan, einen Mandalorianer, der ist ja jetzt wieder ganz in Mode wegen der Disney Plus Serie. Darth Grievous mit seinen Lichtschwertern. 4, hat er nicht im Originalfilm 6, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, hier hat er auf jeden Fall 4. Auch Count Dooku ist dabei, Verzeihung, mir bleibt bei diesen Figuren direkt die Stimme weg. Padme nochmal, Anakin Skywalker in groß, einen Bib Fortuna Minifigur, und ihr seht, es geht weiter. Hier ist die Schrift so klein, dass man es fast nicht sieht, der Prinzessin Leia in Bush-Verkleidung, okay, das ist mir neu, aber ich glaube, den Kopf haben wir noch ein zweites Mal. Chewbacca in Handschellen, Han Solo in Carbonit, das ist nicht so gut, und natürlich Jabba, die große Figur, und hier hinten drauf haben wir dann noch einen Starfighter mit zwei Figuren obendrauf, die offenbar vorhaben. Ritas Mutter läutet gerade das Telefon, die versaut mir wieder das Video. Gut, wir lassen uns davon nicht stören. Hoffentlich ist es ein guter Anruf und es gibt irgendwo Lego abzuholen oder sowas. Hier auf jeden Fall das hat mich etwas aus dem Konzept gebracht, einen Jedi Starfighter, einen ziemlich großen in grün, hier auch mit einem Druiden. Hier ist zwar kein Pilot drin, aber ich nehme mal an, hier würde Obi-Wan ganz gut reinpassen, und das sieht so aus, als würden die beiden hier den Jedi Starfighter hier übernehmen wollen. Also die Kiste sieht auf jeden Fall ganz toll aus, ist auch relativ groß, und
Ich weiß nicht, ob ihr solche Schaukästen zu Hause habt oder ob das eine relative Seltenheit ist. Wir sehen sie auf jeden Fall nicht so oft. Ab und zu tauchen sie auf eBay Kleinanzeigen oder der österreichischen Variante Willhaben auf. Dort haben wir auch diesen Kasten her. Den haben wir für 200 Euro gekauft. Und ja, keine Ahnung, ob das ein guter Preis ist oder nicht. Auf jeden Fall wollte der Verkäufer zuerst nicht versenden, da er gesagt hat, dass das alles sehr filigran ist. Das ist ja alles so Plastik und nicht besonders stabil. Es sind auch ein paar Kratzer drauf, die sind aber wahrscheinlich noch vom Geschäft. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass er ihn versendet, allerdings nur versichert. Und zwar auf Glasbruch und so weiter. Und es war in der Tat so, ich habe das Paket dann bekommen und geöffnet und ich habe das jetzt hier hinten geklebt. Ihr könnt es sehen, hier ist ein Bruch. Das heißt, hier war der Kasten dann gebrochen. Und es waren auch sogar 1 oder 2 Minifiguren, die von ihren Podesten runtergefallen sind. Ich habe dann den Verkäufer nochmal angeschrieben. Er hat gesagt, nein, das war auf keinen Fall so. Und man hat auch auf den Fotos gesehen von Willhaben, dass das alles noch intakt war. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das dann bei der Post eingereicht, eine Reklamation gemacht. Und jetzt habe ich zwar leider einen leicht beschädigten, oder wir haben einen leicht beschädigten Star Wars Schaukasten, der wahrscheinlich vom Wert her ein bisschen vermindert ist, denn mit diesem Bruch hier wird er wahrscheinlich ein bisschen weniger wert sein. Auf der anderen Seite, wir haben bis zum letzten Cent alles zurückbekommen. Insgesamt 215 Euro und wir haben jetzt dann mehr oder weniger einen gratis Star Wars Schaukasten bekommen. Also es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt für uns, trotz alledem. Die Hinterseite ist auch ganz cool, die wird man wahrscheinlich eher weniger sehen, wenn man im Spielwarengeschäft seiner Wahl unterwegs war. Hier ist nochmal dieser Starfighter und hier ist auch jemand drin, aber das ist nicht Obi-Wan, das ist irgendeiner von den Aliens, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall schon mittlerweile ein fast historisches Sammlerobjekt mit den 4-stelligen Setnummern. Ihr wisst, bei Lego Star Wars, ich bin zwar selbst ein sehr großer Star Wars Fan, aber bei Lego Star Wars kenne ich mich nicht besonders gut aus. Ich glaube, dass das die Serie ist, welche 2012 auf den Markt kam. Bitte berichtigt mich, falls das nicht stimmt. Ich habe bei Lego Star Wars nur ein paar ganz alte Sets, den ersten X-Wing Fighter und das Gungan-U-Boot und ein paar Kleinigkeiten, wo nur Figuren drin waren, aber das hat mir irgendwie so gut gefallen und wir haben ja eigentlich mal vorgehabt, dass wir hier irgendwo an einer Wand mal ein, weiß ich nicht, ein Ikea-Billigregal oder sowas aufbauen, wo wir dann in eins der Regale so ein Display hineinstellen. Das würde sicher ein wahrer Blickfang und ein Schmuckstück sein. Weiter geht es noch mit einem zweiten Displaykasten, der wahrscheinlich nicht so spektakulär ist. Ich gebe ihn jetzt mal hier oben drauf, weil das ist so gedacht, dass man den hier so drauf stellt. Es ist ein Lego Chima Kasten. Spiegelt jetzt direkt ein bisschen, aber ich hoffe, ihr könnt es dennoch sehen. Und das ist vom Licht her nicht ideal. Er ist so gebogen, dass das Licht hier so blöd drauf fällt. Auf jeden Fall seht ihr hier ein paar, ja, auch antike Reliquien. Ich gehe weg vom Fenster, das spiegelt mir zu viel hier. Soll ich ihn dir halten? So, jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen besser. Wir haben hier die Speeders-Serie aus Lego Chima. Chima war ja eine Serie, die ungefähr 2014 auf den Markt kam. Hat sich nicht besonders lang gehalten, war dann so eher das Nachfolgemodell von Ninjago. Lustigerweise gibt es Ninjago heute wieder und Chima nicht mehr. Und diesen Kasten habe ich auch auf Willhaben gekauft. Der hat, glaube ich, nur 10 Euro gekostet. Und da habe ich mir gedacht, ja, da schlage ich zu. Der hat zwar ein bisschen komische Dimensionen. Ihr seht, den kann man dann so schräg auf ein Regal stellen, aber irgendwie hält der nicht besonders gut. Ich glaube, den muss man irgendwie anschrauben oder so, dass der dann nicht runterfällt. Auf jeden Fall sind hier auch ein paar ganz nette Figuren samt ihren Fahrzeugen drauf. Also wie gesagt, das ist aus der Speeders-Serie. Da haben wir Equila, den Vogel, auch alles samt Bewaffnung. Dann 2 Löwen, Laval und seinen Kollegen. Hier steht auch immer, aus welchem Set die Figuren sind. Dann so einen komischen
ja, bitte helft mir, weil ich weiß es jetzt nicht, was das ist. Und auf der linken Seite sind die Bösewichte. Hier haben wir ein Krokodil, einen Wolf und auch einen Vogel. Mir persönlich gefällt die Chima-Serie irgendwie total gut. Ich kann mich da in diese Fantasy-Geschichte sehr gut hineindenken und wir haben auch die Masken in unserem Einkaufszentrum verbaut, wo es ja ein Maskengeschäft gibt. Der Verkäufer hat sogar jetzt eine kleine Niederlassung direkt beim Stadtplatz, wo er auch Masken verkauft. Dies mit die Fahrzeuge, das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Das erinnert mich sehr an diese Ninjago Spinners. Aber irgendwie hat das schon wahrscheinlich seinen Sinn gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das Aufziehfahrzeuge waren oder was man damit gemacht hat. Auf jeden Fall, glaube ich, hat man die so gegeneinander fahren lassen können. Und ja, irgendwie Rennen fahren oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall wirklich eine coole Serie und irgendwie schade, dass es Lego Ninjago nicht wiedergibt und Chima nicht mehr, so wollte ich sagen. Ja, das ist also ein kleiner Eindruck gewesen in unsere beiden Lego-Schaukästen. Wahrscheinlich finden viele von euch den Star Wars Schaukasten hier hinter mir um einiges interessanter und spannender. Ich persönlich auch, das ist ganz klar. Was mich oder natürlich Rita auch interessieren würde, wäre, ob ihr auch solche Schaukästen zu Hause habt und wo es die zu kaufen gibt. Das wäre mal interessant, denn irgendwie sieht man da nicht viel davon. Ich glaube, Lego zieht die zum Teil wieder ein. Ich weiß auch gar nicht, ob die Figuren im Innenraum geklebt sind. Ich nehme aber stark an, dass die mehr oder weniger kindersicher gemacht wurden. Ich habe letztes Mal auf jeden Fall gerade erst bei einem großen Geschäft ein Lego Super Mario Display gesehen. Da war sogar eine irgendwie mit Batterie oder ist das an den Strom angesteckt, ich weiß es gar nicht. Da konnte man auch Mario so rumhüpfen lassen und dann hat er geleuchtet und das war alles so verkabelt, damit die Kinder den nicht mit nach Hause nehmen können. Und es war auch daneben, und deswegen sage ich mit Batterie, da war eine Lego City Feuerwehrstation aufgebaut. Und da konnte man auch alle möglichen Knöpfe drücken und dann sind die Autos so nach vorne und nach hinten gefahren. Und ja, das hat mir irgendwie gefallen. Und da habe ich öfter an meine Kindheit gedacht, denn auch früher gab es schon diese tollen Lego Schaukästen und da hat man immer so gesehen, was es alles gibt und das war immer so toll aufgebaut. Deswegen wollte ich euch mal zeigen, was wir da so da haben. Es sind nur 2 Kästen, aber ich weiß gar nicht, ob es von Star Wars überhaupt noch einen neuen gibt. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich schaue jetzt wieder mal zu Rita, was sie so baut und ihr werdet dann bald mit einem Video wieder abgedatet. Viel Spaß auf jeden Fall, lasst eure Züge fahren, schickt mir und Rita die Schaukästen, was ihr davon wisst, wo die herkommen, wie man die bekommt, welche ihr vielleicht zu Hause habt, was besonders daran ist, ob es seltene gibt, die vielleicht noch teurer sind als der hier mit 200 € oder ob das überhaupt ein Schnäppchen war oder überteuert, ich weiß es nicht. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis demnächst. Tschüss!